Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Sandra Meyer, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3: Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation: Sie wollen gerne zusammen einen Online-Kurs machen. Die Aufgabe: Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welcher Kurs? Wann und wie online lernen? Was sind die Kosten? Wie lange dauert? Wie meldet man sich an? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Roberto, hast du schon von dem neuen Online-Deutschkurs gehört? Ja, Anna, ich habe darüber nachgedacht, mich anzumelden. Warum möchtest du Deutsch lernen? Nun, da wir beide neu in Deutschland sind, denke ich, dass es wichtig ist, die Sprache zu lernen, um uns besser integrieren zu können. Außerdem hilft es im Beruf und im Alltag. Was denkst du? Da hast du recht. Ich habe gelesen, dass der Kurs gut für Anfänger geeignet ist. Aber wie ist der Kurs aufgebaut? Der Kurs besteht aus verschiedenen Modulen, die Grammatik, Wortschatz, Aussprache und Verständnis umfassen. Jede Woche gibt es Live-Sitzungen und interaktive Übungen. Das klingt gut. Und wie läuft das Lernen online ab? Alles findet auf einer Lernplattform statt. Wir können Videos ansehen und Übungen machen. Außerdem gibt es ein Forum, wo man mit anderen Lernenden diskutieren kann. Und wie gesagt, es gibt wöchentliche Live-Sitzungen. Wie findest du das? Perfekt für unseren Zeitplan. Weißt du, was der Kurs kostet? Ja, er kostet 150 € für 3 Monate. Das finde ich ziemlich fair. Oder was sagst du dazu? Das finde ich auch recht günstig. Und wie viele Tage und Stunden pro Woche sollten wir investieren? Der Kurs empfiehlt, dass wir mindestens 3 Tage pro Woche jeweils 2 Stunden lernen. Ist das okay für dich? Ja, das klingt machbar. Und wie lange dauert der gesamte Kurs? Der Grundkurs dauert 3 Monate. Aber man kann sich danach für den fortgeschrittenen Kurs anmelden. Das klingt perfekt für uns, lass uns anmelden. Ja, ich bin wirklich aufgeregt, Deutsch zu lernen. Was denkst du, wie wir das Beste aus dem Kurs herausholen können? Ich denke, wir sollten versuchen, regelmäßig zu üben. Vielleicht könnten wir uns nach jeder Lektion kurz zusammensetzen und über das Gelernte sprechen. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Wir könnten auch versuchen, außerhalb des Kurses Deutsch zu sprechen. So könnten wir unsere Sprachkenntnisse in realen Situationen anwenden. Genau, und wir sollten auch die zusätzlichen Ressourcen nutzen, die der Kurs bietet. Es gibt zum Beispiel eine App, mit der wir Vokabeln lernen können. Oh, das klingt praktisch. Hast du schon herausgefunden, wie die Prüfungen ablaufen? Ja,
Es gibt am Ende jedes Moduls eine Online-Prüfung. Und am Ende des Kurses gibt es eine größere Prüfung, die unsere Gesamtkompetenz bewertet. Verstehe. Und wenn wir Hilfe brauchen, gibt es da Unterstützung? Ja, es gibt Tutoren, die wir per E-Mail oder im Forum kontaktieren können. Sie bieten auch wöchentliche Sprechstunden an. Das beruhigt mich. Ich war besorgt, dass Online-Lernen zu isoliert sein könnte. Nein, es scheint, als hätten sie eine gute Community und Unterstützung aufgebaut. Außerdem können wir uns gegenseitig helfen. Richtig, ich freue mich darauf, mit dir zusammen zu lernen, Anna. Lass uns gemeinsam diesen neuen Schritt machen. Ich auch, Roberto. Es wird eine tolle Erfahrung, gemeinsam zu lernen und uns in Deutschland einzuleben. Ich auch, Roberto. Es wird eine tolle Erfahrung, gemeinsam zu lernen und uns in Deutschland einzuleben. Ich habe noch eine Frage. Wie können wir uns am besten auf die Sprechübungen vorbereiten? Wie können wir uns am besten auf die Sprechübungen vorbereiten? Gute Frage, Anna. Ich denke, wir sollten uns gegenseitig unterstützen. Gute Frage, Anna. Ich denke, wir sollten uns gegenseitig unterstützen. Wir könnten zum Beispiel Rollenspiele machen, um alltägliche Situationen auf Deutsch zu üben. Wir könnten zum Beispiel Rollenspiele machen, um alltägliche Situationen auf Deutsch zu üben. Was meinst du? Das klingt nach einer praktischen Idee. Und vielleicht könnten wir auch Podcasts oder deutsche Filme anhören, um unser Hörverständnis zu verbessern. Und vielleicht könnten wir auch Podcasts oder deutsche Filme anhören, um unser Hörverständnis zu verbessern. Ja, das ist eine großartige Ergänzung. Ja, das ist eine großartige Ergänzung. Es gibt viele Ressourcen online, die uns dabei helfen können. Es gibt viele Ressourcen online, die uns dabei helfen können. Und wie können wir unsere Fortschritte verfolgen? Und wie können wir unsere Fortschritte verfolgen? Wir könnten ein Lernjournal führen, in dem wir unsere Ziele, den gelernten Stoff und unsere Erfahrungen festhalten. Wir könnten ein Lernjournal führen, in dem wir unsere Ziele, den gelernten Stoff und unsere Erfahrungen festhalten. So können wir sehen, wie weit wir gekommen sind. So können wir sehen, wie weit wir gekommen sind. Das ist ein guter Vorschlag. Ich bin wirklich motiviert, Deutsch zu lernen und mich in Deutschland wohlzufühlen. Ich bin wirklich motiviert, Deutsch zu lernen und mich in Deutschland wohlzufühlen. Ich auch, Anna. Und wenn wir mal frustriert sind, sollten wir uns daran erinnern, dass es ein Prozess ist und wir uns stetig verbessern werden. Und wenn wir mal frustriert sind, sollten wir uns daran erinnern, dass es ein Prozess ist und wir uns stetig verbessern werden. Ja, genau. Ich habe noch eine Frage. Wie melden wir uns an? Ich habe noch eine Frage. Wie melden wir uns an? Wir können uns direkt auf der Website des Kurses anmelden. Wir können uns direkt auf der Website des Kurses anmelden. Alles, was wir brauchen, ist eine E-Mail-Adresse. Alles, was wir brauchen, ist eine E-Mail-Adresse. Und wie bezahlen wir?
Ich habe keine deutsche Bankverbindung. Und wie bezahlen wir? Ich habe keine deutsche Bankverbindung. Kein Problem. Sie akzeptieren auch internationale Kreditkarten und PayPal. Kein Problem. Sie akzeptieren auch internationale Kreditkarten und PayPal. Perfekt, dann steht unserer Anmeldung ja nichts mehr im Weg. Perfekt, dann steht unserer Anmeldung ja nichts mehr im Weg. Lass uns das heute Abend machen. Dann können wir nächste Woche gleich starten. Lass uns das heute Abend machen. Dann können wir nächste Woche gleich starten. Einverstanden, ich freue mich schon darauf, endlich richtig Deutsch zu lernen. Einverstanden, ich freue mich schon darauf, endlich richtig Deutsch zu lernen.